Hallo, ich bin wieder da, euer Buddy Mike. Heute geht es um 2 Reviews, 2 Filme vom letzten Jahr noch, die ich noch nicht berücksichtigt habe. Schauen wir mal, ob die auch es meinen Top 10 2018 geschafft haben oder auch nicht. Hierbei geht es ja um Aquaman und einmal um Bumblebee. Beide sind ja zeitgleich zum 20. Dezember erschienen letzten Jahres. Warnen euch schon mal jetzt vor, weil hier kommen jetzt natürlich auch Spoilers, falls ihr beide noch nicht gesehen habt oder einen jetzt von beiden. Da einfach nochmal kleine Vorwarnung. Fangen wir mit Aquaman an. Zu Beginn des Filmes spielt dann die Vorgeschichte von dem Sohn eines Leuchtturmwärters und der Prinzessin von Atlantis, Aquaman Arthur Curry. Danach knüpft der Film nach den Geschehnissen von Justice League an, wobei Aquaman dann Piraten auffällt, die halt ein U-Boot kapern. Die Piraten werden ja von dem Bösewicht David Kane alias Black Manta angeführt. Nach dieser Niederlage kapert er erneut ein U-Boot an und greift auch eine Versammlung dann der Unterwasserweltkönige dann an. Der König dann der Unterwasserwelt wäre Orm, sogar der Halbbruder von Aquaman, verleitet dann durch diesen Angriff auch nochmal halt jetzt einen Krieg gegen die Menschheit halt zu starten. Jetzt nicht nur wegen dem Angriff, sondern auch wegen der Umweltverschmutzung drum und dran. Um ihn diesen dann zu hindern, hilft dann ausgerechnet dann Mera, die Verlobte von Orm, einfach Aquaman dann den legendären Dreizack zu finden, weil mit diesem Artefakt erlangt er auch dann die Macht, zum Orm zu stürzen, und natürlich zum Schluss folgt dann eine epische Schlacht zwischen Aquaman mit seinen Unterwasserwelttierchen und Orm mit seiner Armee von Meersoldaten. Ich dann einfach jetzt zur Bewertung des Filmes, Tops und Flops. Fangen wir mit dem Schlechten an, weil das Gute kommt ja immer, wie gesagt, zuletzt. Flop an dem Film, was mir nicht gefallen hat, ist einfach die Länge. Es ist halt zu lang, für mich einfach zu lang gemacht. Der Anfang, die Vorgeschichte war ja kurz und bündig, also hat auf jeden Fall gepasst, war jetzt nicht zu lang oder zu kurz. Mittelteil, wie erwähnt, ist ja schon ziemlich in die Länge gezogen, weil der finale Kampf zum Schluss war ja maximal 15-20 Minuten, auch sehr passend gemacht. Deshalb 143 Minuten für diesen Film, 2 Stunden lang im Kino zu sitzen, ist jetzt auch, oder mehr als 2 Stunden, ein bisschen anstrengend, finde ich. Was mir dann ein weiterer Punkt nicht gefallen hat, war dann auch dann der Bösewicht, oder zwei Bösewichte, also Black Manta und Orm. Black Manta war jetzt nicht so stark, also bekam ja nur die Power durch die ganze Rüstungen und Waffen von der Unterwasserwelt, also beziehungsweise von Orm. Orm selber war schon mächtiger, konnte Aquaman entgegensetzen, aber hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, deshalb da hat mir das nicht so gefallen. Komme ich dann zu den Tops. Was mir dann auf jeden Fall gefallen hat in diesem Film ist erstens dann die Bilder, CGI, Visual Effects, weil da kam mir das vor wie bei Fast and Furious, wo die da auf den Dächern in Sizilien waren, das glaube ich war, oder so. Auf jeden Fall dann Avatar-mäßig. Und ja, Herr der Ringe wegen der Schlacht, wie schon erwähnt. Deshalb da Bilder, Location richtig gut gemacht. Also einmal über Wasser, unter Wasser, richtig schön gut gemacht. Was mir dann auch halt gefallen hat, ist auf jeden Fall, top war Jason Momoa, der Hauptdarsteller. Ja, als Aquaman perfekt, passt zu ihm. Seine Statur, sein Gesamtbild, sein Auftreten und natürlich seine Schauspielleistung richtig passend. Humor und Witz war ja auch mit dabei, weil bei Justice League war jetzt er schon Teil des Teams, aber jetzt nicht so die Main-Figur gewesen. In dem Fall ging es ja halt ja nur um ihn, von daher perfekt, 1A, top. Ansonsten Fazit einfach des Filmes ist für mich der zweitbeste DCEU-Film, wie gesagt aus dem Hause DC. Ein wildes und buntes Durcheinander mit schönen Bildern, tollen Bildern, Visual Effects richtig gut gemacht, Top-Besetzung mit Jason Momoa. Für Comic-Fans und auch Normalos halt sehr, sehr sehenswert. Für mich auch ein Kinogang muss.
Also sollte man sich auf jeden Fall im Kino anschauen, in 3D oder auch in 2D, weil ich habe beides halt erstens 3D und dann auch in 2D geguckt, weil beides gut anzuschauen. Und vergibt aus diesem Grunde 4 von 5 möglichen Punkten. Kommen wir dann jetzt zu Bumblebee. Handlung des Filmes: Zu Beginn tobt der Kampf auf Planeten Cybertron zwischen Autobots und Decepticons. Die Autobots, angeführt von Optimus Prime und seinem B-127 alias Bumblebee, ziehen den kürzeren, treten dann auch den Rückzug an. Bumblebee wird dann auf die Erde geschickt, um dort eine neue Basis aufzubauen. Nach seiner Landung gerät er dann auch in einen Konflikt mit Soldaten und einem weiteren Decepticon, der ihm gefolgt ist. Da wird er auch nochmal schwer beschädigt, tarnt sich dann auch als gelben Käfer. Der landet dann in einem Schrottplatz. Dort wird er auch von der frisch gebackenen 18-jährigen Charlie Watson dann aufgenommen, repariert, restauriert und sie merkt dann halt, dass es jetzt nicht nur halt ein gelber Käfer ist, sondern auch ein außerirdischer Roboter. Allein durch diese Wiedererweckung werden dann 2 weitere Decepticons angelockt, die ihn dann natürlich dann auf die Erde folgen, um ihn dann dort zu beseitigen. Und natürlich zum Schluss folgt dann einfach ein weiterer Kampf zwischen Gut und Böse und natürlich dann auch wieder mal zur Rettung der Erde und Menschheit. Dann einfach jetzt zur Bewertung. Fangen wir wieder mal mit dem Schlechteren an. Was jetzt mir nicht so gut gefallen hat, ist einfach, der Film hat jetzt nur einen Handlungsstrang. Also ich mag Filme, die jetzt auch mehrere Nebenplots haben. Jetzt nicht zu viele, aber halt, wo man dann auch mehr Hintergrundgeschichte jetzt hat, da ein bisschen halt Verbindungen hat zu den anderen Filmen. Bei dem war jetzt nur fest die Vorgeschichte von Bumblebee. Was jetzt auch nicht so toll fand, weil ich ja ziemlicher Fan von dieser Transformers-Filmreihe bin, der Film hat weniger Action. Also es war jetzt nicht viel Gekrache, Explosionen oder Geballere, Transformieren, so wie bei den Filmreihen davor, wie erwähnt. Aber es für den Film selber allein an sich hat es schon gut ausgereicht. Hat ein bisschen natürlich dann mehr erwartet. Was mir dann einfach auch gefallen hat, worauf ich jetzt auch in meinen Tops halt zugehe von diesem Film, ist einfach dieser 80er-Stil-Look, den sie da jetzt auch inszeniert haben, weil der Film spielt ja vor der Transformer-Filmreihe, wie erwähnt, ist ja ein Prequel, da dieser, wie gesagt, mit der Musik, mit dem Look, mit der Bekleidung, Szenerie haben sie auch halt richtig umgesetzt. Was mir dann auch auf jeden Fall gefallen hat, ist dann jetzt das Verhältnis zwischen Charlie Watson und Bumblebee, weil das kam mir vor wie bei dem Film E.T., falls ihr den alle gesehen habt, da noch mit der kleinen Drew Barrymore und dem außerirdischen Telefonieren nach Hause, wie man schon sagt, haben gut auch verbunden. Das ist halt so ähnlich, auf jeden Fall wie Charlie Watson da mit Bumblebee umgeht, da das Verhältnis, die Beziehung auf jeden Fall hat mir sehr angetan, deshalb auch mehr Familienfilm, dieses Highlight. Komme ich dann einfach jetzt nochmal zum Fazit. Dieses Prequel-Reboot oder Reboot-Prequel ist auf jeden Fall nochmal ein gelungenes Highlight, um diese Transformers-Reihe halt neu zu starten. Mit weniger Action, aber ausreichend wie erwähnt. Mehr Familienfilm durch diese Beziehung der beiden Hauptcharaktere. Von daher ist jetzt halt kein Kinogang muss, aber auf jeden Fall sehenswert. Und vergibt aus diesem Anlass 3 von 5 möglichen Punkten. Was ist das jetzt von diesen 2 Reviews von diesen Kinofilmen Bumblebee und Aquaman? Kommen wir dann auch dazu, ob die es dann auch in meinen 10 besten Filmen 2018 geschafft haben oder nicht. Sagen wir so, Bumblebee ist halt ein schöner Film, den man sich anschauen sollte. Hat man jetzt nicht so umgehauen wie die 10 besten Filme des Jahres. Deshalb da, ja, maximal in den Top 15, 20, die würde ich den da nochmal einordnen. Aquaman hingegen hat dann noch den 10. Platz dann errungen, beziehungsweise dann The Greatest Showman von 10. Platz halt verdrängt. Ist auf jeden Fall halt ein schöner Film, richtig ein Spektakel, wie schon erwähnt. Ist jetzt nicht so krass wie Black Panther oder Spider-Man Universe oder Bohemian Rhapsody, sowie die Filme, die ich jetzt auch in meinen Top 10 noch, also 1 bis 9 noch drin habe. Von daher
Da einfach nochmal Highlight, einer meiner Highlights 2018. Dann war es das jetzt auch mit diesem Video. Bedanke mich dann fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy Mike. Tschüss!